Impfen ist ja derzeit voll im Trend und wir haben wahrscheinlich alle in den letzten paar Monaten sehr viel über Impfstoffe gelesen, gehört und vielleicht auch sogar noch was dazugelernt. Es gibt ja mehrere Impfstoffe, zum Beispiel den Vektorimpfstoff von AstraZeneca oder die coolen neuen Impfstoffe von BioNTech, Pfizer und Moderna, die auf mRNA-Technologie basiert sind. Und bald könnte es auch noch einen Impfstoff mehr geben, und zwar einen, der in Tabakspflanzen hergestellt wird. Wie man Impfstoff in Pflanzen herstellt und worum es sich da genau handelt, das erkläre ich heute in meinem Video. Hallo und willkommen im Molekularen Garten. Heute geht es um Impfstoffe und wie man die in Pflanzen herstellen kann. Genauer gesagt in Tabakspflanzen. Um Impfstoffe in Tabakspflanzen zu produzieren, braucht man 3 Dinge. Als erstes Tabakspflanzen. Aber nicht solche hier, das ist Nicotiana tabacum, die zur Tabaksherstellung benutzt wird, sondern diese hier, Nicotiana benthamiana. Und die habe ich auch hier. So schaut sie aus. Das ist eine Art, die ist ursprünglich aus Australien, aber mittlerweile ist sie in Forschungslaboren auf der ganzen Welt verbreitet. Dort wächst sie in Gewächshäusern oder Klimakammern, so wie diesen hier, unter kontrollierten Bedingungen. Nicotiana benthamiana ist so beliebt, weil sie eine Schwachstelle hat, die für uns Pflanzenforscher einen ganz besonderen Vorteil darstellt. Sie hat nämlich ein sehr schwaches Immunsystem. Und warum das ein Vorteil ist, das hängt mit dem zweiten Player zusammen, den wir für die Impfstoffherstellung im Tabak brauchen, nämlich dem Agrobacterium tumefaciens. Das ist eine Bakterie, die einen ganz besonderen Trick kann. Sie infiziert nämlich Pflanzen und kann zu solchen Tumoren wie hier an diesem Baum führen. Aber wie schafft die Bakterie es, die Pflanze so zu manipulieren? Das schafft sie, indem sie das Erbgut der Pflanze verändert. Hierfür nutzt Agrobacterium tumefaciens ein Plasmid. Das ist ein zirkuläres Stück DNA, zusätzlich zum Erbgut der Bakterie. Dieses ist das tumorinduzierende Plasmid, auch TI-Plasmid. Ein Teil hiervon ist die Transfer-DNA, kurz tDNA. Wenn Agrobacterium tumefaciens eine Pflanze infiziert, dann schneidet sie die tDNA aus dem Plasmid und schleust sie in die Pflanzenzelle ein. Hier wird dann die tDNA in das Erbgut der Pflanze eingebaut. Auf diesem Stück tDNA sind Gene, die dafür sorgen, dass sich ein Tumor bildet, und gleichzeitig produziert die genveränderte Pflanzenzelle jetzt auch noch besondere Nährstoffe für die Bakterien. Und von der tDNA kommen wir auch schon zum dritten Ding, was wir für die Herstellung von Impfstoffen in Pflanzen brauchen, nämlich Virusgene. Die Art von Impfstoff, wie er in Pflanzen hergestellt wird, die basiert auf sogenannten virusähnlichen Partikeln. Diese Partikel bestehen aus Virusproteinen und ähneln oberflächlich dem Virus. Anders als in den richtigen Viren ist in den virusähnlichen Partikeln kein Erbgut vorhanden. Das heißt, die Partikel können sich nicht im Körper vermehren, so wie es das Virus tun würde. Die Virusproteine auf der Oberfläche von diesen virusähnlichen Partikeln, die funktionieren als Antigene, auf die unser Immunsystem dann reagiert. Es gibt auch schon Impfstoffe aus virusähnlichen Partikeln, und zwar den gegen HPV und gegen Hepatitis B. Allerdings sind diese Impfstoffe nicht in Pflanzen hergestellt worden. Um jetzt die virusähnlichen Partikel in Pflanzen produzieren zu können, da nimmt man dann die Virusgene mit dem genetischen Code für diese Proteine und setzt sie in die TI-Plasmide vom Agrobacterium ein. Man tauscht die ursprüngliche tDNA mit der Sequenz für die Virusproteine aus. Dann setzt man diese neuen Plasmide wieder in die Agrobakterien ein und lässt sie in so Flaschen in Kulturen wachsen. Diese Bakterien benutzt man dann, um die Virusgene in die Pflanze zu bekommen. Und das geht gar nicht mal so schwer. Dafür braucht man nur eine kleine Spritze ohne Nadel und eine Tabakspflanze. Und mit der Spritze drückt man dann die Bakterien in die Blätter der Tabakspflanze. Ich demonstriere das hier mal, und weil ich nicht im Labor bin, kann ich das natürlich nicht mit Bakterien machen. Da nehme ich einfach Wasser. So, und um euch das zu zeigen, muss ich einmal die Kamera etwas drehen. Hier seht ihr meine Tabakspflanze. So, jetzt nehme ich mit der Spritze ein bisschen Wasser und dann drücke ich von der Blattunterseite durch die Blattspalten
das Wasser in das Blatt rein. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Mit dem anderen Finger halte ich etwas gegen und dann drücke ich sanft. Oh, etwas Wasser tropft runter, aber man kann sehen, da ist etwas Wasser im Blattinneren. Ich mache es nochmal mit dem Blatt hier von der anderen Seite. So, mit dem Finger halte ich gegen. Auf dieser Seite sieht man es viel besser. Ganz leicht kann man mit der Spritze das Wasser oder die Bakterienlösung in das Blatt rein infiltrieren. So, wenn das jetzt Bakterien wären, dann wären die Bakterien im Blatt. Hier in den infiltrierten Blättern, da geben die Bakterien dann die Virusgene an die Pflanzenzellen weiter und die produzieren dann die virusähnlichen Partikel nach der Vorlage auf dem Stück Erbgut. Nach circa einer Woche können die Blätter dann geerntet und die virusähnlichen Partikel aufgereinigt werden, um als Impfstoff zum Einsatz zu kommen. Für die Massenproduktion von Proteinen, wie man sie zum Beispiel für die Impfstoffproduktion braucht, ist es etwas mühselig, wenn man jedes einzelne Blatt mit einer Spritze infiltrieren muss. Aber da gibt es eine andere Methode. Um eine große Anzahl Pflanzen zu transformieren, kann man diese einfach kopfüber in eine Lösung mit den Bakterien hängen und das alles unter Vakuum setzen. Wenn dann das Vakuum gelöst wird, dann saugen die Blätter die Bakterienlösung ein und so sind viele Blätter gleichzeitig infiltriert. Auf diese Weise kann man ein ganzes Gewächshaus voll Tabakspflanzen relativ schnell und einfach infiltrieren und massenweise Protein produzieren. Falls euch interessiert, wie so eine Großproduktion von Proteinen in Tabakspflanzen ausschaut, dann guckt unten in die Videobeschreibung. Da habe ich euch ein Video vom Fraunhofer Institut verlinkt, in dem man so eine große halbautomatische Produktionsanlage sehen kann. Also die ist auf einem ganz anderen Niveau als bei uns im Labor. Schnell geht es in der Theorie mit dieser Methode. Sobald das Erbgut von einem Virus sequenziert ist, könnte man die relevanten Gene identifizieren, klonieren, in das TI-Plasmid einsetzen, in das Agrobacterium einbringen und dann die Tabakspflanzen infiltrieren. Innerhalb von ein paar Wochen könnte man so virusähnliche Partikel herstellen, die man dann verimpfen könnte. In der Praxis gibt es zurzeit noch keinen von Pflanzen hergestellten Impfstoff. Aber das könnte sich bald ändern, denn die kanadische Firma Medicago, die testet gerade ihren in Tabakspflanzen hergestellten Covid-19-Impfstoff in einer Phase-3-Studie. Vielleicht gibt es also bald noch einen weiteren Impfstoff auf dem Markt, und zwar hergestellt in Pflanzen. Nicotiana bentamiana wird übrigens nicht nur für die Impfstoffherstellung benutzt. Gerade weil sie mit Hilfe von Agrobacterium so leicht zu transformieren ist, findet man sie weltweit in Pflanzenforschungslaboren. Hier wird sie genutzt, um die Funktionen von verschiedenen Genen aus allen möglichen Pflanzen zu untersuchen, die vielleicht nicht so einfach wie Tabak zu handhaben sind. In meiner Forschung benutze ich auch Tabakspflanzen, und zwar um Gene aus Medizinpflanzen zu untersuchen. Wenn ich die richtigen Gene in die Tabakspflanze einsetze, dann produziert der Tabak die Stoffe aus der Medizinpflanze. Und ich kann dann untersuchen, wie diese Stoffe gebildet werden. Das im Tabak zu untersuchen ist viel einfacher als in der ursprünglichen Medizinpflanze und bringt meine Forschung darum schneller ans Ziel. Ich bin übrigens sehr froh darüber, dass ich schon meine erste Dosis vom BioNTech-Impfstoff habe und meine Zellen jetzt Virusproteine produzieren. Ich hoffe, dass alle ihr, die geimpft werden wollt, es entweder schon seid oder bald die Möglichkeit haben werdet. Und wer weiß, vielleicht werden wir ja bald auch mit Impfstoff aus Tabakspflanzen geimpft werden können. Bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und an alle euch, die bis zum Ende geschaut haben, vielen Dank, dass ihr das Video zu Ende geschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt ihm doch ein Like und denkt daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr auch das nächste Video nicht verpassen wollt. Tschüss!